Im heutigen Video werde ich und seinen Gefährten erklären, wie man die Funktion des Überziehungskredits über die Sparkasse-App aktiviert. Wie funktioniert also der Überziehungskredit? Ganz einfach. Wenn dein Kontostand negativ ist, kannst du vom Bank Geld leihen. Egal, ob du Geld abhebst oder eine bestimmte Rechnung bezahlst. Danach wird die Bank automatisch den Betrag einziehen, sobald Geld auf deinem Konto ist. Die Bank wird den entsprechenden Betrag automatisch abbuchen. Wie aktiviert man diese Funktion? Die Funktion sieht folgendermaßen aus. Natürlich ist die Funktion kostenpflichtig. Das heißt, es wird eine Zins- und Gebührenrate von dir verlangt. Für den Überziehungskredit. Es wird also ein prozentualer Anteil von dir verlangt. Angenommen, du hebst über die App einen Betrag ab, damit die Überziehung aktiviert wird. Diese Funktion ist nicht für alle Kunden automatisch aktiviert, sondern für bestimmte Kunden musst du zuerst über die App einen Antrag stellen, um diese Überziehungsfunktion zu aktivieren. Diese Antwort wirst du erhalten. Und die Antwort steht da. Wie stelle ich den Antrag zur Aktivierung der Überziehungsfunktion über die Sparkasse-App? Ich öffne die App wie folgt. Nach dem Start der App sehen wir unten Folgendes. Es gibt eine Option namens Service. Wir klicken darauf, dann wählen wir die Option namens Service Center. Wir klicken darauf. Es erscheinen viele Optionen. Wir scrollen nach unten zu den Optionen. Wir sehen, dass es eine Option namens Konto gibt, wie folgt. Wir klicken darauf. Hier sehen wir viele Optionen. Die Option, die ich auswählen möchte, um die Überziehung zu aktivieren, ist die Option, wir klicken auf die vorhandene Option und dann auf den Pfeil. Hier werde ich gebeten, meine persönlichen Daten einzugeben. Zuerst wird verlangt den Namen des Arbeitgebers oder der Firma, bei der ich derzeit beschäftigt bin. Hier der Name des Arbeitgebers oder der Firma, bei der ich beschäftigt bin. Hier die Art der Arbeit, die ich mache, egal ob industriell, kommerziell oder etwas, das zu dir passt. Hier wird nicht vergessen, die Art der Arbeit, die du derzeit machst, anzugeben. Von welchem Monat oder Jahr du die Arbeit begonnen hast. Und wenn du ein Gehalt hast, gibst du es an. Natürlich, du gibst hier das Nettogehalt an, das du erhältst, der Kontostand. Dann gibst du den Status ein, das heißt den Wohnstatus natürlich, ob Miete oder Eigentum. Jetzt gehen wir zuerst zum Autocabrio. Hier geben wir den Namen des Arbeitgebers ein, bei dem du beschäftigt bist, oder die Firma, in der du arbeitest. Ich werde hier den Namen des Arbeitgebers oder den Firmennamen eingeben, bei dem du arbeitest. Zuerst habe ich den Namen der Firma angegeben, bei der ich gearbeitet habe. Hier gibt es einen Zweig mit dem Wort optional, den du leer lassen kannst. Wir gehen zur nächsten Option. Ich werde euch über die Arbeit informieren, die du hast. Wir schreiben einfach das, was hier steht. Wähle die Arbeit, die zu dir passt, also was du gerade machst. Wähle die Zahlung wie folgt aus. Hier wird dir ein Code-Ticket angezeigt. Das heißt, du kannst aus dem Wert der kostenlosen Arbeit in deinen Bereich wählen. Ab welchem Jahr hast du angefangen zu arbeiten? Ich werde den 1. Monat 2024 auswählen. Ich habe den 1. Januar 2024 gewählt. Jetzt werde ich euch über das Gehalt informieren, das du in Euro angeben kannst. Jetzt musst du das Gehalt eingeben, das auf dein Konto überwiesen wird. Du gibst das Gehalt ein, das du angeben möchtest, 19 Hunste. Hier werden sie gebeten, den Zustand der Wohnung anzugeben, die sie haben, egal ob Eigentum oder Miete. Ich werde hier das Vorhandensein angeben. Ich werde 100 für die Miete angeben. Nach dem Ausfüllen der Daten klicke ich auf das Wort Visor. Wählen Sie den Betrag, den Sie von der Bank leihen möchten. Sie können den hier vorhandenen Pfeil verwenden. Es wird Ihnen ein Magazin 5.700 geben. Sie können den Pfeil für den Überziehungskredit verwenden. Wir verwenden den hier vorhandenen Pfeil. Er wird den Betrag erhöhen, den Sie im Überziehungskredit verwenden können. Ich werde nur 100 Euro auswählen. 1 von Zusammenteilen. Ich habe zum Beispiel Beispiel 100 Euro gewählt, um 100 Euro. Ich möchte diese 100 Euro als natürlich werden auf die 100 Euro Zinsen berechnet. Ich habe gewählt, 100 Euro als Überziehungskredit abzuheben. Sie können den Betrag wählen, der Ihnen passt. Natürlich werden auf die 100 Euro Zinsen in Höhe von 1.420% berechnet. Ich hebe den Überziehungskredit zinsfrei ab. Jetzt, nachdem Sie den gewünschten Betrag für den Überziehungskredit gewählt haben, klicken Sie auf das Wort Filter. Jetzt wird von mir verlangt, den Bedingungen dafür zuzustimmen. Den Pfeil, den ich hier setzen werde. Jetzt wird von mir verlangt, dass ich den Bedingungen dafür zustimme. Den Preis werde ich hier mit einem Häkchen markieren.
Wir scrollen nach unten und klicken auf das Häkchen. Wir klicken auch auf das Häkchen danach. Dann geben wir dir den Modifizierer Automated. Unsere persönlichen Daten und alle Informationen, die du eingegeben hast, weil du 100 € überziehen möchtest. Der Überziehungszins kann 14% betragen. Und wir geben dir diese persönlichen Daten, die du eingegeben hast. Wir scrollen nach unten. Wir werden nach unten scrollen. Und wir klicken auf die Option. Die heißt natürlich, setzt ihr die Bedingung, dass ihr allen speziellen Bedingungen zustimmt. Für diese Überziehung. Dann klicken wir auf das Wort Weiter. Jetzt sagen Sie mir wegen der Genehmigung, weil mein Weg zum Berater meines Smart-Kontos führt. Er sagt euch, dass er zustimmt. Er gibt die Online-Zustimmung über die App und beantragt die Freigabe beim Berater. Unser Finanzberater soll mir die Zustimmung für die Überziehung geben und danach wird mir der Finanzberater sagen, ob die Zustimmung erteilt wurde oder nicht. Das war die Methode, wie man mit Wirtschaftlichkeit vorgeht, um die Überziehung über die App Al-Sparkassa zu erhöhen. Das Video ist jetzt, so Gott will, zu Ende. Wir sehen uns im nächsten Video. Friede sei mit euch und Gottes Barmherzigkeit und Segen.